Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute tauchen wir ein in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Wir backen ein Brot nach, das nicht nur Nahrung war, es war Überleben. Aber es hat sehr modern geschmeckt. Es bestand aus Weizen und Roggenmehl und einer geheimen Zutat, die auch heute noch benutzt wird, um das Brot saftig und haltbar zu machen. Kartoffeln. Ja, ihr habt richtig gehört, Kartoffeln. Und wenn euch interessiert, wie dieses modern schmeckende Kriegsbrot schmeckt, dann bleibt dran. Während des Zweiten Weltkriegs war Deutschland von Nahrungsmittelrationalisierungen betroffen. Es gab keine Wertmarken. Brot bestand nicht aus reinem Weizenmehl, das war nicht verfügbar, sondern es waren ganz oft Mischbrote aus Gersten, Rogge und natürlich vielleicht auch kleinen Weizenanteilen und Kartoffeln. Diese Kartoffeln dienten der Haltbarkeit des Brotes und natürlich der Konsistenz, also wie weich ist dieses Brot. Damals wurde das sogenannte Einheitsbrot standardisiert, aber die Leute auf dem Land hatten alle ihr eigenes Rezept und backten ihre eigenen Brote und die sahen möglicherweise völlig anders aus. Und wie eins dieser Brote vom Land gebacken wurde und wie es schmeckt, das siehst du in dem heutigen Video. Und jetzt gehen wir in die Küche und bereiten den Teig vor. Das Hefebrot besteht aus sehr wenigen einfachen Zutaten. Ich verlinke euch das Rezept natürlich wieder in der Videobeschreibung. Da hätten wir zum einen 300 Gramm Weizenmehl vom Typ 1050, 200 Gramm Roggenmehl vom Typ 1150, ca. 350 Milliliter warmes Wasser, dann ein Teelöffel Zuckerrübensirup oder Honig. Ich habe mich tatsächlich für den Zuckerrübensirup entschieden. Dann ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel Schmalz oder Öl, das ist aber optional, das könnt ihr euch überlegen. Aber ich denke, für die Konsistenz ist das ganz gut. Und der Star dieses Brotes, die Kartoffel. Und zwar benötigen wir da so 1 bis 2 Esslöffel gekochte, geriebene Kartoffel. Ich habe mich dazu entschieden, die erst zu kochen und danach klein zu machen. Und wahrscheinlich werde ich sie sogar kneten. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber geriebene Kartoffel zu kochen schien mir jetzt irgendwo nicht sinnvoll. Und zum Schluss haben wir noch 10 Gramm Hefe. 10 Gramm Hefe bei 500 Gramm Mehl wirkt ein bisschen wenig. Ich werde tatsächlich ein halbes Päckchen Hefe nehmen. Also das müssten so 20 Gramm sein. Und dann habe ich mir zum Ausprobieren tatsächlich ein Gärkörbchen gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrungen mit habt. Bei mir wird es das heute hier das erste Mal sein. Das muss wohl mit Mehl bestäubt werden zum Gehen vom Teig. Und danach kommt das Brot auf ein Backpapierblech und wird gebacken. Wir werden mal ausprobieren, wie gut das funktioniert oder ob ich den Teig gar nicht mehr aus diesem Körbchen rauskriege. Lassen wir uns überraschen. So, jetzt holen wir die große Schüssel und dann setzen wir den Vorteig an. Als erstes kümmern wir uns um den Vorteig. Ich schiebe das mal ein Stückchen zur Seite. Dafür holt ihr euch am besten eine große Schüssel. Hier die altbekannte. Da geben wir das Mehl rein, rundherum und machen erstmal in der Mitte eine kleine Kuhle. In diese Kuhle kommt definitiv die Hefe reingebröckelt und ein Teil vom Wasser. Und das vermengen wir zu einem Vorbrei im Prinzip. Und den lassen wir im Backofen für, ich würde mal sagen, das war zu viel. Den halben Würfel nehmen wir. Für circa eine halbe Stunde. Das lassen wir dann im Backofen für circa eine Viertelstunde gehen, bevor wir den Teig fertigstellen. Wichtig ist, dass ihr da auf jeden Fall den Zucker mit dazu tut, beziehungsweise hier ist es ja jetzt der Zuckerrübensirup. Denn wir brauchen den Zucker als Aktivator für die Hefe. So, dann lauwarmes Wasser, nicht alles, macht ihr erstmal ein bisschen rein und vermengt das und löst die Hefe in der Mitte mit ein bisschen Mehl zu einem Vorteig im Prinzip, der dann im Backofen die Chance hat zu gehen. Ich mache das immer so, den Backofen stelle ich auf 35 Grad, denn das ist so die Erfahrung. Manche schreiben 50 Grad und ich mache einen Löffel rein, damit es nicht zu heiß wird. Ich halte davon nichts. Bis jetzt hat das immer sehr gut funktioniert, tatsächlich den Backofen auf 35 Grad vorzuheizen, zu warten, bis der sich eingependelt hat und dann den Teig dort mit geschlossener Tür einfach
eine Viertelstunde Pi mal Auge vorgehen zu lassen. So, der soll ein bisschen zähflüssig sein, also ein bisschen klebrig sein. Macht den nicht zu flüssig und macht den auch nicht zu dick. Einfach grob einrühren, dass die Hefe gelöst ist, dass der Zucker bzw. der Zuckerrübensirup sich gelöst hat. Und dann war es das auch schon. Das kommt jetzt in den Backofen. Und wenn das erledigt ist, in einer Viertelstunde, dann sehen wir uns wieder. Die Viertelstunde ist jetzt um und wie ihr seht, ist der Vorteig wunderbar gegangen. Wir werden den jetzt komplettieren und dann muss der nochmal eine Stunde in den Backofen bei 35 Grad. Und dann kommt der in die Backform. Dann schauen wir mal. Also, zum Komplettieren kommt jetzt der Rest hinzu. Also, das restliche Wasser. Dann haben wir einen Teelöffel Salz, den wir schon mal hier vorsichtig verteilen. Und dann muss noch das Fett hinzu. Das werden wir jetzt mal ganz kurz in der Mikrowelle schmelzen. Eine Sekunde. So, ganz flüssig muss es nicht sein, das ist nicht so schlimm. Es muss nur weich genug sein, weil gleich kommt der wichtigste Teil. 10 Minuten Handarbeit. Kneten. Das werde ich euch auch sparen, da werde ich vorspulen. So, jetzt brauchen wir noch die Kartoffel. Und die habe ich mir überlegt, die kneten wir einfach. Die sind jetzt kalt. Da hieß ja klein geriebene Kartoffel soll rein. Ich glaube, das Beste war wirklich, sie einfach vorzukochen, dann schön klein zu machen und die arbeiten wir gleich in den Teig ein. Dann sollte im Prinzip auf das Gleiche hinauskommen. So, dann krümmeln wir die jetzt hier noch überall rein. Die wird sich gleich schon durch das Kneten wunderbar verteilen. Und dann machen wir den Teig fertig. Ich mische den jetzt erstmal ganz grob mit dem Löffel, damit wir schon mal eine einigermaßen vernünftige Konsistenz haben. Die Hälfte ist auch schon daneben gefallen, aber alles halb so wild. Das wird schon. So. Viel mehr geht jetzt mit dem Löffel auch nicht. Jetzt heißt es kneten. Der Teig ist mir noch ein kleines bisschen klebrig, deshalb werde ich noch etwas Mehl hinzufügen. Und weiter geht's. Gut, das sieht schon ziemlich gut aus. Jetzt werden wir das Gärkörbchen mit Mehl bestreuen und danach kommt der Teig auch schon ins Gärkörbchen und dann in den Backofen. Ja, wir bestreuen das mal. Ich habe da auch keine Erfahrung mit, muss ich sagen. Also das Gärkörbchen ist ganz neu. Da steht ordentlich mit Mehl bestreuen, damit der Teig halt nicht kleben bleibt. Das machen wir jetzt auch, dass der überall in jede Ritze reinkommt, damit der Teig mir nicht festklebt. Weil ich darf ihn hier drinnen nicht backen. Das ist nur dafür da, damit er aufgeht und damit sich eine schöne Form bildet. Den Rest klopfen wir einfach auf den Teig ab. Und dann schauen wir mal, ob wir ihn hier in diese Teigform, in dieses Gärkörbchen wunderbar reingedrückt bekommen. Ich befürchte fast, der wird zu groß werden. So, wir lassen uns mal überraschen. Aber wenn ich überlege, dass der vielleicht noch das Doppelte geht, da wird dieses Körbchen definitiv zu klein sein. Es bleibt spannend, Leute. Es bleibt spannend. So, dann ab in den Backofen damit. So, wir haben jetzt 20 Minuten um. Schaut euch das mal an. Ich würde sagen, das Gärkörbchen ist etwas klein. Ja, was tun? Also ich denke mal, ich werde ihn jetzt da rausholen und wir bringen ihn auf ein Stück Backpapier. Also was gut funktioniert hat, ihr seht ja vom Gärkörbchen, das ist sehr gut rausgegangen. Und auch die Struktur oben ist abgebildet. Das ist ganz vernünftig, aber es ist viel zu klein. Also es ist für ein Mini-Brot geeignet, aber für ein Pfundbrot funktioniert das nicht. Ich habe es jetzt in die Schüssel getan, weil es muss ja noch mindestens eine halbe Stunde in den Backofen. So,
Also geht's wieder rein. Bis gleich. Das Brot ist jetzt ganz ordentlich gegangen, oder besser gesagt der Teig. Ich knete den jetzt nochmal durch und dann werde ich den tatsächlich jetzt in einer Brotbackform backen. Also ich habe den ja aus dem Gärkörbchen rausgenommen, weil der einfach drüber hinweg gewachsen ist. Und der kommt jetzt gleich in die Brotbackform. Ich habe die schon hier. Die wird gefettet und danach kommt der Teig nochmal in die Brotbackform. Und dann lasse ich den nochmal eine Viertelstunde in der Brotbackform gehen und danach wird er erst gebacken. Die Backform ist jetzt gefettet und da werden wir jetzt den Teig drin verteilen. Ich ziehe den jetzt ein bisschen lang. So. Und danach geht er nochmal in den Backofen für eine Viertelstunde. Und wenn der dann ein Stückchen aufgegangen ist, dann werden wir ihn backen. Er klebt jetzt noch ganz leicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Teig etwas, ich sag mal, trockener macht oder ob der bei euch auch immer so ein bisschen klebt. Und dann gucken wir uns mal an, wie er geworden ist, wenn er jetzt noch eine Viertelstunde gegangen ist. Bis gleich. So, schaut mal Leute, es sind wieder 15 Minuten um. Der Teig hat die Form schon vollständig ausgefüllt. Und dieses Prachtexemplar geht jetzt für 40 Minuten bei ungefähr 200 bis 210 Grad in den Backofen. Und dann schauen wir mal, also je nachdem, wie gut der Ofen arbeitet, vielleicht ist es ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Habt das mal im Blick, aber wir peilen mal so 40 Minuten bei 200, 210 Grad Ober-Unterhitze an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, das Brot war jetzt tatsächlich eine Dreiviertelstunde im Ofen bei 210 Grad. Und die sieht ganz gut aus, finde ich. Richtig lecker. Eine vernünftige Kruste hat es bekommen und ist sehr stark aufgegangen. Also ich habe hier nochmal die Form, wenn ihr mal gucken wollt. Steht oben über, also ist hinausgewachsen und es ist schön fluffig, so wie es wirkt. Wir schneiden es jetzt mal an. Ihr hört es schon, es ist knusprig außen. Jetzt kommt die Wahrheit. Oh. Hier, richtig, richtig weich. Oh, geil. Mega. Und da schneiden wir uns jetzt mal 1, 2 Scheiben ab. Übrigens ist der Sohnemann auch schon total scharf drauf. Der will am liebsten Nutella-Brot haben. Da gucken wir gleich mal. Und dann werden wir das nachher mal verkosten. So. Also, guck mal hier, wie es geworden ist. Herrlich, ne? Schön. Gefällt mir. Gut. Wie gesagt, 45 Minuten, 210 Grad. Jetzt geht's zum Verkosten. Kommen wir zur Verkostung. Ihr habt das Resultat ja bereits gesehen. Ich zeige es euch nochmal. Da ist das gute Stück. Wir werden jetzt mal schauen, wie das Brot nach dem Rezept aus dem Zweiten Weltkrieg, wie das schmeckt. Und ich teile dafür das Brot in 2 Teile. Einmal für den puren Genuss sozusagen und den zweiten, ihr kennt es schon fast dekadent, der Nuss-Nougat-Creme von der Firma, was ist es überhaupt? Ferrero. Also, die Kruste ist ziemlich, ja, fest, knusprig. Von der Konsistenz, der Kern ist sehr weich. Und ich muss sagen, ist sehr lecker geworden. Würde ich nochmal machen. Jetzt probieren wir das nochmal mit Nutella. Auch super lecker. Ihr könnt mir auch vorstellen, dass das mit Butter sehr gut mundet, aber ihr wisst es ja bereits aus den letzten Videos. Ich wurde früher in der Schule von meiner Mutter gequält. Die hat mir immer so dick Butter aufs Brot geschmiert. Da kann ich tatsächlich nicht mehr ran. Aber das Brot ist für sich gelungen. Es ist vor allem super einfach. Es ist sehr schnell gemacht. Auch die Kartoffel da drin, die schmeckst du nicht heraus. Sie geben aber eine sehr weiche Konsistenz dem Brot. Und ich würde sagen, es ist eine Empfehlung. Backt es mal nach, probiert es aus. Schreibt es mir auch mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns nächste Woche oder am Ende der Woche, je nachdem, wann das Video erscheint. Macht's gut. Bis dann.